Hallo, in diesem Video möchte ich euch erzählen, wie man ganz einfach eines meiner Displays einrichtet und im Anschluss auch ganz einfach und schnell eigene Bilder dafür zuschneidet und auf das Display spielen kann. Was ihr hier seht, ist ein ganz frisches Display, habe ich zurückgesetzt. Das ist also so, wie ihr es bekommen würdet im Auslieferungszustand. In diesem Zustand ist es im sogenannten Konfigurationsmodus. Wenn man auf die Info-Taste drückt, sieht man das auch, dass hier Wi-Fi Manager ist in Config Mode. In diesem Zustand hat das Display einen eigenen WLAN-Hotspot aufgemacht. Mit dem müssen wir uns als erstes verbinden, um ins heimische WLAN zu bekommen. Das machen wir jetzt mal. Gehen wir hier auf die WLAN-Einstellungen. Dort sehen wir schon, meine Displays fangen alle mit ESP an. Das ist der Mikrocontroller. Das WLAN-Passwort ist myesp- und dann hinten die 6 Ziffern 4C279E. Dann verbindet sich der Computer mit dem WLAN. Das sehen wir jetzt auch, hat sich perfekt verbunden. Als nächstes müssen wir die Internetadresse 192.168.4.1 aufrufen. Das ist die Konfigurationsoberfläche des Displays. Dort kann man das heimische WLAN auswählen und das WLAN-Passwort eingeben. Ich kopiere mir das mal schnell. Zack, ich drücke auf Save und er sagt auch, dass es updated ist. Ihr habt gesehen, dass das Display sich auch kurz resettet hat. Das Display startet also neu und versucht sich dann in das heimische WLAN einzuwählen. Wenn es dann wieder online ist, dann können wir wieder auf die Info-Taste drücken und sehen dann, dass dort eine IP-Adresse steht. Diese IP-Adresse, nachdem sich das Display also ins heimische WLAN eingewählt hat, können wir dann eintragen. Das ist die 192.168.178.118 in meinem Fall. Dort seht ihr jetzt das kleine Webinterface zu dem Display. Ihr seht hier oben globale Einstellungen, hier zum Beispiel, in welchem Intervall sich die Bilder verändern, ob die Bilder zufällig gezeigt werden sollen. Sie können auch nach dem Alphabet der Dateinamen gezeigt werden, können auch beide Seiten gleich gezeigt werden. Im Moment sind sie unterschiedlich. Wenn hier die falsche Größe steht, zum Beispiel 0 Pix mal 0 Pixel, das ist, wenn es im Auslieferungszustand ist, einfach mal kurz auf Refresh drücken. Dann sollte sich das aktualisieren, die Webseite neu laden und dann steht hier entsprechend die richtige Größe. Jetzt wollte ich euch auch noch zeigen, wie man einfach ein Bild erstellen und hochladen kann. Ich nutze dazu Adobe Express. Ich habe mich da schon angemeldet, hier mit einem freien Account. Ähm, Persönlich habe ich auch einen Premium-Account. Der freie Account hat einige Einschränkungen, aber trotzdem kann man damit sehr gut die Bilder erstellen. Ich zeige euch als erstes, wie man jetzt ein Bild, was man vielleicht im Internet gefunden hat, dort nutzen kann. Man geht also auf Adobe Express, wählt ein neues Projekt, gibt die benutzerdefinierte Größe an, 135 mal 240 Pixeln. Bei den kleinen Displays ist es 80 mal 160. Und dann hat man hier seine Fläche, wo man entsprechend etwas tun kann. Man kann jetzt hier mit Text, Bildern und Ähnlichem arbeiten. Ich habe ja gesagt, wir wollen uns ein Bild aus dem Internet suchen, einen Tab aufmachen. Wir suchen mal nach, nach Ostern ist ja bald Party. Schauen wir mal, was die Google-Bildersuche so ausspuckt. Ähm, Welches nehmen wir denn? Das hier sieht doch ganz nett aus. Speichern wir mal. Aufpassen, dass hier hinten ein JPEG oder ein PNG ist. Gehen zurück nach Adobe Express.
Fügen ein Foto hinzu, gehen auf Foto hochladen. Ihr habt hier auch einige Stockfotos, mit denen ihr arbeiten könnt. Wir nehmen aber hier unser gerade heruntergeladenes Foto. Bild. Skalieren das entsprechend noch auf die richtige Größe. Passt jetzt wahrscheinlich nicht ganz hier rein. Ah, sieht doch aber ganz gut aus. Vielleicht noch ein bisschen kleiner, größer machen. So. Mitte packen. Müssen wir das Ganze nur noch herunterladen. Über den Herunterladen-Knopf als PNG, ganz wichtig. Ohne transparenten Hintergrund. Und wir nennen das hier Oster 1. Das ist die eine Möglichkeit, wie ihr euch eure eigenen Bilder verkleinern kann. Ihr könnt auch hier in die Vorlagen gehen. Gehen auf kostenlos. Wir können hier noch Filter, was sehr gut passt, sind Instagram Stories, weil die eben entsprechend von dem Seitenverhältnis gut sind. Vielleicht erkennt ihr auch einige wieder, die ich auf meiner Website verlinkt habe. Nehmen wir mal das hier. Fügen wir als Seite in unser Projekt hinzu. Vorlagen machen wir wieder weg. Haben wir hier unten zwei Seiten im Projekt. Einmal unsere Seite, die die richtige Größe hat, und einmal unser Instagram-Post, was die Größe von 1080 mal 1920 hat. Um das jetzt in die richtige Größe zu bekommen, müssen wir auch dieses Bild einmal runterladen, da die freie Version eben keine Möglichkeit hat, die Bilder direkt zu verkleinern, oder die Seiten besser gesagt. Gehen zurück auf unsere erste Seite, die ja die richtige Größe hat, gehen auf das Bild, gehen auf Ersetzen und laden eben hier unser neues Buch. Zack. Das müssen wir natürlich noch entsprechend. Oh, das hat es nicht richtig ersetzt. Wahrscheinlich, weil das Verhältnis nicht stimmt. Ich lösche das Ganze mal. Hochladen. Genau. Hier einpassen. Dann passt das. Auch das laden wir herunter. Ganze Fußball als PNG. Gehen zurück auf unser Webinterface. Wählen Fußballbild aus. Wird auch hier angezeigt. Drücken auf Upload. Dann wird es hochgeladen. Die Bilder unten aktualisieren sich. Nehmen ein zweites Osterposter. Hochladen. Upload. Dann haben wir zwei neue Poster hier drin. Nur noch mal warten. Was wir machen können, ist natürlich auch hier ein paar Bilder rauslöschen. So, geht's vielleicht schneller. So, und dann sehen wir auch im Display die beiden neuen Bilder.com. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Viel Spaß mit meinen Displays.